Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einer neuen Videoserie. Und zwar wollte ich mich zusammen mit euch mit dem Thema Trainingsplanerstellung ein wenig genauer auseinandersetzen. Und dazu heute das erste Video, in dem es um die absoluten Basics gehen soll, wie du einen Trainingsplan erstellst. Das heißt, was sind die ersten Schritte, worüber solltest du nachdenken, bevor du deinen Trainingsplan erstellst. In dem weiteren Verlauf der Videoreihe werden wir uns dann speziellere Fälle angucken, spezielle Probleme, Techniken, Methodiken der Trainingsplanung angucken. Da würde ich auch gerne auf euer Feedback eingehen, also schreibt mal eure Trainingsplan, Probleme gerne in die Kommentare und dann können wir uns in den nächsten Videos zusammen angucken, welche Techniken, Methoden und welches Programming für dieses jeweilige Problem sinnvoll wäre. Also bleibt dran, freut euch auf die Videoreihe und viel Spaß beim ersten Teil. So, wie bereits erwähnt, soll es in diesem Video um die absoluten Basics gehen, um die Sachen, um die man nicht drumherum kommt, wenn man sich erstmalig einen Trainingsplan erstellt. Und das führt uns auch direkt zum ersten Schritt und das ist die Festlegung eures Ziels. Was wollt ihr mit eurem Training erreichen? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr fitter werden, was für eure Herzgesundheit tun? Wollt ihr massiver werden, Muskeln aufbauen? Wollt ihr stärker werden? Wollt ihr gewisse Skills erlernen? Willst du eine Planche können? Willst du höher springen können, schneller rennen können? Das sind alles Sachen, die muss man sich vorher überlegen, weil der Trainingsplan als solches ist das Tool, was euch eurem Ziel näher bringt. Man fährt ja auch nicht planlos mit dem Auto irgendwo hin, sondern sucht sich vorher die Strecke raus und das Ziel. Und deswegen ist es unabdingbar, dass ihr euch im Klaren darüber seid, was euer Ziel ist und wo ihr hin wollt. Nachdem ihr euer Ziel festgelegt habt, also das, was ihr mit eurem Training erreichen wollt, ist es wichtig, sich über die eigenen Rahmenbedingungen im Klaren zu werden. Da ist der erste wichtige Faktor Zeit. Wie oft in der Woche könnt ihr trainieren und wie lange in der Woche könnt ihr trainieren? Weil diese beiden Faktoren sind für die spätere Trainingsplanung super wichtig, weil das entscheidet, wie viele Trainingstage habt ihr, welchen Split oder welcher Split ist für euch am Ende sinnvoll. Welches Volumen könnt ihr trainieren? Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich 2 Stunden Zeit habe oder ob ich nur 1 Stunde Zeit habe. Da muss ich ein ganz anderes Volumen-Intensitätsverhältnis an den Tag legen. Das heißt, werdet euch einfach darüber klar, wie viel Zeit könnt ihr investieren und wie oft in der Woche könnt ihr diese Zeit investieren. Der zweite wichtige Punkt ist Equipment. Wenn ihr euch einen Trainingsplan erstellt, ist es für eure Übungsauswahl super wichtig zu wissen, welches Equipment habe ich zur Verfügung. Trainiere ich zu Hause, trainiere ich in einem Studio, trainiere ich in einem Kellypark. Das sind alles Sachen, die man vor der Trainingsplanerstellung schon wissen muss, um den Grundstein für die Übungsauswahl legen zu können. Das heißt, werdet euch im Klaren darüber, wie viel Zeit ihr investieren könnt und welches Equipment ihr zur Verfügung habt. So, nachdem wir uns über unser Ziel und über unsere Parameter im Klaren geworden sind, gibt es einige Variablen, die wir daraufhin aufeinander abstimmen müssen. Dazu habe ich mal ein kleines Whiteboard vorbereitet, um einfach die Zusammenhänge nochmal ein bisschen klarer zu gestalten und euch auch klar zu machen, dass das ein sehr, sehr individueller Prozess ist, wo es nicht die eine richtige Lösung gibt, sondern der Einzelfall entscheidet, welcher Parameter wie über welche Zeit verändert werden soll. Und deswegen wollte ich das einfach nochmal ganz oberflächlich und generell mit euch durchgehen. Dazu erstmal nochmal eine schnelle Begriffserklärung für die unter euch, die es noch nicht ganz wissen. Unter Frequenz verstehen wir, mit welcher Frequenz ein Muskel pro Woche trainiert wird. Das heißt, trainiere ich Beine zum Beispiel einmal die Woche, zweimal die Woche oder dreimal die Woche, hätte ich eine 1er, 2er oder 3er Frequenz. Das Volumen beschreibt Wiederholungen mal Sätze, das heißt, wie oft habe ich ein Gewicht bewegt, und Intensität beschreibt, wie schwer war der Satz oder die Wiederholung für mich. Gutes Beispiel im Weighted Calisthenics, ein Dip. Ich mache eine Wiederholung mit 50 Kilo. Das ist für mich eine sehr geringe Intensität, weil es sehr, sehr leicht ist. Ich mache eine Wiederholung mit 100 Kilo Weighted Dip.
ist eine hohe Intensität, weil die Wiederholung für mich sehr schwer ist. Und da haben unterschiedliche Intensitäten unterschiedliche Wirkungen auf meinen Körper, auf mein Training und auf meine Erschöpfung. Genau, also gehen wir das von oben herab. Wir haben unser Ziel festgelegt und unsere Parameter festgelegt. So, unsere Parameter bestimmen in erster Linie jetzt schon einmal unsere Frequenz. Das heißt, wenn ich nur zweimal die Woche Zeit habe zu trainieren, kann ich natürlich nicht mit einer 3er- oder einer 4er-Frequenz trainieren, sondern maximal mit einer 2er. Und es hätte auch Auswirkungen auf meinen Trainingssplit, der für die Frequenz ja auch wichtig ist. Das heißt, hier besteht schon mal ein direkter Zusammenhang. Dann haben die Parameter natürlich auch Auswirkungen auf die Übungen, die ich wähle. Wenn ich ein Gym zur Verfügung habe, kann ich andere Übungen wählen. Ich kann mit mehr Gewicht die Übungen bestücken, als wenn ich zu Hause ohne Equipment trainiere. Das heißt, die Parameter bestimmen auch unsere Übungsauswahl, genau wie unser Ziel unsere Übungsauswahl bestimmt. Wenn ich Powerlifting trainieren möchte, habe ich ganz klar schon mal 3 Übungsvorgaben. Wenn ich Calisthenics trainieren möchte, dann kann ich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Übungen wählen und muss da natürlich wieder mein Ziel präzisieren. Möchte ich eine Planche lernen? Möchte ich einen Handstand lernen? Und das geht dann wiederum in die Übungen ein. Wenn ich jetzt einen Handstand lernen will, ist die Frage, ob mir da jetzt ein schwerer Klimmzug weiterhilft und ich den in meinem Training drin haben muss. Genau. Die nächste Verknüpfung, die wir dann haben, ist von den Übungen und Ziel zur Intensität. Ich kann natürlich verschiedene Übungen an verschiedene Intensitäten anpassen. Ein Beispiel aus dem Calisthenics ist zum Beispiel ein Front Lever. Wenn ich einen Takt Front Lever mache, trainiere ich den leichter und habe eine leichtere Intensität, als wenn ich einen kompletten Full Front Lever mache, der für mich schwerer ist. Das heißt, mit den Übungen kann ich die Intensität anpassen oder im Weighted Calisthenics, wie bereits erwähnt, durch die Gewichte. Genau, dann Parameter Zeit und Equipment haben natürlich auch eine direkte Auswirkung auf mein Volumen. Das heißt, wenn ich weniger Zeit habe zum Trainieren, kann ich natürlich nicht so viel trainieren, wie wenn ich mehr Zeit habe. Wenn ich 30 Sätze trainieren möchte, aber nur eine Stunde Zeit habe, dann wird es nicht klappen. Das heißt, ich muss auch das Volumen an meine individuellen Parameter anpassen. Und wie man sieht, gehören auch Frequenz, Volumen und Intensität aufeinander abgestimmt. Ihr seht hier immer einen Pfeil nach unten und einen nach oben, was einfach symbolisieren soll, dass diese 3 Parameter aufeinander abgestimmt werden müssen. Generell empfiehlt sich, vor allem bei Volumen und Intensität, wenn ihr gerade anfangt, dann fangt mit einem geringen Volumen an und einer geringen Intensität und steigert euch lieber über Zeit. Wenn ihr jetzt in der ersten Woche direkt übers Ziel hinausschießt und euch komplett kaputt macht, dann müsstet ihr wieder zurückrudern. Und das ist für den Körper nicht so gut, als wenn ihr euch von unten herantastet und euch so progressiv steigert. Deswegen für eure erste Trainingsplanwoche fangt mit einem relativ geringen Volumen und einer relativ geringen Intensität an und steigert euch dann über die Zeit. Und bei der Frequenz, die ist relativ wahrscheinlich durch eure Zeitvorgaben vorbestimmt. Und wenn nicht, würde ich euch empfehlen, fangt mit einer 2er-Frequenz an und passt euren Split so an, dass ihr mit einer 2er-Frequenz trainieren wollt, zumindest wenn ihr in Richtung Krafttraining, Hypertrophietraining interessiert seid. So, und jetzt seid ihr dran. Über welche Fälle sollen wir konkreter diskutieren? Welche Periodisierungen interessieren euch? Welcher Bereich interessiert euch mehr? Wollt ihr über ein Weighted Calisthenics Programming mehr erfahren? Über ein Skill Programming? Schreibt es mir mal in die Kommentare und sagt mir, welchen Part davon wir genauer beleuchten sollen. Und ich hoffe natürlich, dass euch das geholfen hat, eure erste Trainingswoche zu gestalten. Und ja, freue mich auf euer Feedback. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.